krass nass. Die Tigerentenclub Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune mit Jess und Johannes. Es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen zu den Tigerentenclub Sommerspielen 2019. Und auch heute wird es wieder versprochen, krass nass. Ja, dafür stehen wir mit unserem Namen. Oh ja, 12 Teams haben sich hier beworben, machen hier mit. Und zwar hat jeder seinen besten Freund, seine beste Freundin mitgebracht. Aber gestern musste das erste Team leider schon nach Hause gehen. Wir mussten leider Tschüss sagen zu Lara und Luca. Die haben das super gemacht, aber mit der langsamsten Zeit mussten sie auf Schleuderrad. Da war leider Ende. Trotzdem, 11 Teams kämpfen noch um den Titel Krass Nass Champion 2019. Oh ja, und hier sind sie. Herzlich willkommen. Hier sind Philipp und Mohammed. Frieda und Bruno. Lara und Mia. Luca und Paul. Colin und Josia. Robin und Lennon. Elias und Hannah. Hannah und Lilly. Lara und Emma. Lena und Kaira. Und Skadi und Lara. Guten Tag. Willkommen, Hey. Leute, willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Bisschen Schaum ins Gesicht ist doch super. Sehr Endlich schön. mal wieder duschen. Gut sieht ihr aus. So, und für euch zu Hause heißt es natürlich nicht nur zuschauen, sondern auch ein bisschen was machen. Und zwar müsst ihr wieder abstimmen. Was glaubt ihr, wer wird das Gewinnerteam? Sind es heute wieder Skadi und Lara oder wer wird Tagessieger heute? Stimmt fleißig ab und dann könnt ihr natürlich auch wieder was gewinnen. Und zwar... Diese Mega-Wasserpistole, die geht mega ab. Falls Johannes sie wieder hergibt. Also stimmt fleißig ab auf krassnass.de. Genau, ihr müsst den Tagessieger richtig tippen. Mit ein bisschen Glück könnt ihr am Ende diese Wasserpistole abstauben. Jetzt wollen wir uns aber den Parcours anschauen. Und da gibt es eine Premiere heute. Es gibt ein neues Hindernis. Das heißt, einer der Kandidaten rollt einen XXL-Ball die Tigerentenpiste hinunter. Unser Kommentator Bolli, was sagst du dazu? Hallo ihr beiden. Ich muss sagen, ich hoffe, dass der Drehwurm ausbleibt und bin eigentlich ganz froh, dass ich hier sitzen darf und nicht selbst im XXL-Ball sitze. Vielen Dank, Bolli. Und wer natürlich heute auch wieder mit seinem Buddy am Start ist, das ist Captain Krassnass mit Leichtmatrose Krass Plus. Krass Plus und Krass Nass, die sind heiß, die beiden. Wir schauen uns den Parcours an Tag Nummer 2. Achtung, fertig, krass, nass! Captain Krass Nass im Riesenball die Tigerentenrampe runter und dann gibt's den Staffellauf der beiden Buddies. Für Leichtmatrose Krass Plus geht's aufs Kommando los, rein in die Dschungelwelt, alle möglichen Hindernisse überwinden und am Krokodilsgraben an der Liane nicht wie Krass Plus reintreten, sonst gibt's Strafsekunden. Durch den Tunnel durch. Das scheint nicht ganz so leicht für unseren Leichtmatrosen. Dann die Rampe rauf mit großer Frequenz. Bei ihm mit seinen langen Beinen die Rutsche runter, da wird es noch ein bisschen nass. Und dann ganz interessant zum Hindernispool mit Reifen und einer Schaumparty. Hier muss er durch die 3 aufgehängten Reifen klettern, springen. Was auch immer, sieht ein bisschen komisch aus, wie ein wild gewordenes Nashorn, aber Hauptsache durch. Egal wie, Haltungsnote mangelhaft, die Hose hat er verloren, aber der Buzzer ist gedrückt. Nur verliert dabei auch die Hose. Leichtmatrose, Krass Plus, sitzt alles wieder. So, sehr gut. Ja, gestern sind sie gleichzeitig gelaufen, die Kandidaten. Heute ist es eine Staffel und wir starten mit Mohammed und Philipp. Philipp steht schon hier bei mir und dein Kumpel Mohammed, der startet diesen Parcours. Der ist oben schon irgendwie festgemacht in der Kugel. Geben wir zusammen das Startzeichen? Ja. Okay. Also, Mohammed, gib alles. Es geht los in Achtung, fertig, krass nass! Da liegt er drin, Mohammed im XXL-Ball und kann nichts machen, außer rollen. Vorsicht, Drehwurmgefahr. Das Startzeichen für Philipp. Der ist aufgeladen mit Energie. Die beiden wollen nicht wieder aufs Schleuderrad wie gestern. Einmal hier rüberschwingen. Macht er gut, auch wenn er fast nach hinten nochmal reinfällt. Jetzt rein in den Tunnel. Und das macht er deutlich besser als unser Leichtmatrose Krass Plus. Philipp wählt hier die rechte Seite. Einmal hoch und dann ab die wilde Fahrt. Und zum Hindernispool. Jetzt rein hier durch die Reifen. Oh, da legt sie ihn einmal hin. Einmal durchspringen oder klettern. Interessante Technik von Philipp hier. Der letzte Reifen, auch nochmal durchklettern. Jawohl, jetzt raus aus dem nassen Schaum und hin zum Buzzer. Philipp, willkommen im Ziel. Oh Mann, du musst mir verraten, du warst jetzt der Erste in unserem XXL-Ball. Wie ist das mit dem Ding da runter zu rollen? Ist so geil. Das war mega. Das Gefühl, dass man so nach unten fällt und dann auf einmal
weil man sich halt festhält, fällt man halt nicht runter, aber man hat das Gefühl, ja, das... Also du würdest es nochmal machen? Ja, gerne. Mega, deswegen schauen wir auf eure Zeit, ob es reicht mit der nächsten Runde. 1 Minute und 1 Sekunde. Und weiter geht es mit Bruno und Fieder. Bruno steht hier unten bei mir und Frieda hat sich getraut in die XXL-Kugel. Er ist oben schon am Start und von mir gibt es nur das Startzeichen. Achtung, fertig, krass, nass! Frieda jetzt also kopfüber die Rampe runter. Ein bisschen rechts, die Bande gestreift, aber Bruno unterwegs in der Dschungelwelt. Richtung Krokodilsgraben, einmal wie Tarzan mit der Liane über den Graben schwingen, da nimmt er die Beine hoch. Sehr gute Technik von ihm. Einmal durch den Tunnel durch, jawohl, und dann die Rampe rauf. Da ist er schnell unterwegs, ab ins kühle Nass und dann Richtung Schaum und Wasser und Reifen. Was hat er sich für eine Technik überlegt? Auch er eine Mischung aus Springen und Klettern. Bisschen Bauchflatscher, aber das ist alles erlaubt. Und er kommt hier ziemlich schnell durch, den Schaum aus dem Mund und ab Richtung Ziel. Willkommen im Ziel. Du hast ja richtig Gas gegeben. Ja? War der Parcours im Vergleich zum ersten schwerer oder einfacher? Also ich fand ihn leichter, ehrlich gesagt. Wobei in dieser Dschungelwelt, ihr müsst ja diese Lianen benutzen, die ich persönlich immer schwierig finde. Bei dir hat das sofort geklappt. Gibt es da eine besondere Technik? Also ich habe probiert, am Anfang das Gewicht ganz nach unten zu drücken, damit ich einen besseren Schwung habe. Und ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Wir schauen auf die Zeit der beiden Jungs und haben da 51 Sekunden. Das heißt, ihr beide ab in den Strandkorb. Mohamed und Philipp müssen oder dürfen Platz machen. Und weiter geht's mit Lara und Mia. Die ersten beiden Teams haben schon super vorgelegt. Mia ist jetzt bei mir unten und Lara ist oben in der Kugel. Warum habt ihr euch so entschieden? Ich habe ein bisschen Platzangst und Lara wollte das machen, also ja. Perfekte Teamaufteilung, würde ich sagen. Zum Glück seid ihr zu zweit. Wir starten den Parcours in Achtung, fertig, krass, nass! Lara unterwegs im Riesenball. Kommt hier auch so ein bisschen ins Trudeln. Aber egal, das Startsignal für Mia jetzt. Richtung Krokodilsgraben. Da steht unser Captain bereit und hilft ihr ganz elegant drüber. Gut gemacht von Mia, jetzt durch den Tunnel. Dauert ein bisschen. Wo bleibt sie denn hier? Da ist die Mia, die linke Seite wählt sie. Einmal rauf und einmal runter. Jetzt Richtung Hindernispool, da wird's schaumig noch dazu zum Wasser und auch bei ihr die Bauchplatscher-Variante gewählt. Da wird noch die Kamera ein bisschen eingeseift. Da fällt sie noch mal rein, aber auch sie jetzt aus dem Pool raus. Hallo, links geht's lang, Lara. In diese Richtung, auf diesem Wasser. Hey, wo wolltest du hin? Wo wolltest du hin? Ich habe keine Ahnung. Du hast den Parcours gemacht, auch durch die Dschungelwelt. Da gibt's diesen einen Tunnel, ja? Da gab es ein bisschen Probleme, oder was ist da passiert? Ich bin hängen geblieben und dann ging es nicht mehr weiter, aber dann habe ich mich durchgedrückt. Und du hast richtig Gas gegeben. Wir schauen auf eure Zeit und haben da tatsächlich 54 Sekunden. Ja, das heißt aktuell 2. Platz. Und jetzt geht es weiter, lass mich kurz gucken, mit Luca und Paul. Paul steht hier bei mir unten und Luca, der muss oben in die XXL-Kugel. Wäre das auch was für dich? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Mag das irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Das heißt, du musst aber richtig sprinten durch den Parcours gleich, ne? Ja. Kriegst du hin. Jetzt startet erstmal Luca oben. Achtung, fertig, krass, nass! Jetzt also Luca hier kräftig angeschoben. Rollt hier sauber runter. Und dann geht's los für Paul. Auch er gibt hier jetzt gleich den Tarzan. Oh, rutscht da ein bisschen aus und tritt rein. Das gibt die Strafsekunden für Paul und Luca, weil er eben reingetreten ist in den Krokodilgraben. Vorher noch ausgerutscht, hätte er vielleicht noch mal warten müssen. Egal, es geht weiter. Die Treppenstufen erklimmen und runter hier. Ab ins kühle Nass, rutscht er noch ein bisschen weg. Und jetzt Zeit reinholen, die Strafsekunden reinholen für Paul. Da fällt er auch noch mal um. Und jetzt durch die 3 großen schwarzen Reifen. Da kriegt man natürlich immer wieder eine ganze Ladung Schaum und Wasser ins Gesicht. Nicht angenehm, aber auch er findet hier den Ausgang. Komm, Paul, auf geht's, die letzten Meter.
Paul, dein Handtuch. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch bei der Runde, gab es Probleme bei der Liane. Da hat Krass Blass hier die Fahne gehoben, da gab es 5 Strafsekunden. Ich habe es nicht genau gesehen. Vielleicht kannst du mir sagen, was ist da passiert? Es hat einfach der Schwung gefehlt. Wie muss man es machen, damit es am Ende klappt? Man muss erstmal auch ein bisschen Anlauf nehmen, bevor man schwingt. Wir schauen auf eure Zeit und haben 1 Minute und 5 Sekunden. Aktuell Platz 4 für euch beide. Ja? Ruht euch ein bisschen aus, das nächste Team kommt. Das sind Colin und Josia. Josia ist schon startbereit in der XXL-Kugel. Colin ist hier unten. Ihr habt euch gestern so schön gefreut, als ihr sicher weiter wart. Ich wünsche mir so sehr, das Bild nochmal zu sehen gleich. Ich drücke euch fest die Daumen. Es geht los. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Josia, der wünscht sich übrigens eine Virtual Reality Brille und schwammige Realität kann er hier schon mal im XXL-Ball erleben. Los geht's für Colin. Macht er es jetzt besser an der Liane, ohne reinzutreten? Jawohl, einmal mit Schwung drüber und rein in den dunklen Tunnel, um sich dann für links oder für rechts zu entscheiden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Aberglaube. Wo schafft man es schneller? Er wählt die rechte Seite und dann einmal schnell runter. Jawohl, da slidet er noch ein bisschen auf der Turnmatte und dann durch. Sehr schnell genommen, den ersten Reifen, auch durch den zweiten, aber der bereitet ihm so ein bisschen Probleme. Egal, da nimmt er eben 2 auf einmal. Auch das geht, Colin. Starke Zeit, eingeseift und der Buzzer. Boah, was sagst du zu unserem Parcours? Also er ist schon härter, als ich gedacht habe. Vor allem, weil man auch manchmal ziemlich wegrutscht, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir gucken auf eure Zeit, das sind 48 Sekunden. Das bedeutet 2 Sachen für euch. Erstens, ihr seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Und zweitens, ab mit euch in den Strandkorb. Unser neuer Platz 1 für die Jungs. Die haben gezeigt, wie es geht. Aber es gibt noch jede Menge Teams. Jetzt kommen Robin und Lennon. Lennon, erzähl mal kurz, warum bist du nicht in der Kugel? Also ich hatte halt ein bisschen mehr Lust auf den Parcours hier, also auf die Dschungelwelt und auf den Hindernispool. Das ist halt das Gute daran, wenn man seinen Kumpel dabei hat. Dann kann man sich so ein bisschen absprechen. Der muss jetzt aber ordentlich Gas geben in der Kugel und gut hier unten ankommen. Für euch geht's los auf mein Zeichen. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Für Robin geht's jetzt bergab, aber für die besten Buddies hoffentlich weiter bergauf. Lennon, rein in die Dschungelwelt. Da haben die wenigsten Teams Probleme, hier die Hindernisse zu überwinden. Na, er fällt hier noch am Ende, aber gut genommen, hier den Krokodilsgrab. Rein in den Tunnel. Ist auf jeden Fall motiviert, das sieht man hier schon. Hat richtig Power. Steigt hier hoch, oh, rutscht da nochmal ab. Ist auch schon glitschig natürlich. Hier mit dem Wasser. Und dann rein in den Hindernispool. Jawohl, ganz schnell durch, hat man kaum gesehen durch den ersten Reifen. Auch der zweite, auch die Bauchplatscher-Variante bei ihm. Und jetzt noch der dritte. Raus aus dem Pool, Lennon. Jawohl, noch ein 360 eingebaut, der Junge. Und ab zum Buzzern. Und da ist der Buzzer. In der Dschungelwelt, ja. Erstmal sah das mega gut aus. Du bist über diesen violetten Balken gesprungen, direkt in den Tunnel rein. Super geschmeidig, da hast du Zeit gut gemacht. Und dann gab es beim Hochklettern, war das ein kleiner Ausrutscher oder bist du hängen geblieben? Ja, ich bin einfach hängen geblieben, weil es war ziemlich nass. Da bin ich einfach abgerutscht. Ja, so siehst du auch aus, aber die Zeit war gut, Jungs. Und zwar liegt die Zeit bei 51 Sekunden. Das bedeutet zwar nicht Strandkorb, bedeutet aber trotzdem, ihr seid morgen wieder mit dabei. Habt euch direkt qualifiziert für die nächste Sendung. Also Pause verdient und weiter geht es mit dem nächsten Team, Elias und Hannah. Wir starten, Hannah ist oben bereit. Hier ist das Startsignal. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Das Mädel im XXL-Ball bekommt den Drehwurm und der Junge im Mixteam rennt gleich los. Geradlinig geht's hier auf die Piste für Elias und drüber über den Krokodilsgraben. Der ist groß gewachsen, das ist für ihn natürlich vielleicht so ein bisschen einfacher, auch wenn er jetzt Probleme zu haben scheint hier im Tunnel, kann sich aber jetzt dann doch befreien. Auch er wählt die linke Seite. Ja, da sieht man schon wieder ein bisschen Wasser ist da, aber auf den Knien runter. Die mutige Variante von Elias. Rein in den Hindernispool. Durch die Reifen stürzt sich da rein. Mutig. Ja, das ist ja hier auch ein Abenteuer bei Krass Nass. Da kann man schon zeigen, dass man alles reinlegt. Genau, und raus. Elias, das war gut.
Mensch, da habt ihr euch ja eine gute Rollenaufteilung hier gemacht. Der Elias musste schuften, oder? Und du warst schön im Ball. Wie war es für dich? Es war unbeschreiblich, es war richtig geil. Hat Spaß gemacht. Und wie habt ihr entschieden, wie hast du einfach gesagt, Elias, du musst mal hier so ein bisschen Gas geben, ich mache mir einen gemütlichen, oder wer hat das entschieden? Weiß ich schätze ich mal. Gut, also die Hanna macht bei dem Team ganz klar die Ansagen, aber Elias, um nicht zu vergessen, geht's dir gut? Ja. Bist du zufrieden mit deiner Zeit? Ja. Ja, wollen wir mal drauf schauen. Also die Zeit 51 Sekunden. Das heißt, gebt euch High Five. Ihr seid beide wieder mit dabei in der nächsten Sendung. Und wir kommen zu Hanna und Lilly. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Teams. Hanna und Lilly sind jetzt am Start. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie ist die Stimmung bei euch? Ja, also wir sind sehr aufgeregt, aber wir wollen auch unbedingt weiterkommen. Die Motivation unbedingt halten. Oben ist Lilly schon in der Kugel bereit. Es geht los. Achtung, fertig, krass. Ab geht's für Lilly. Das läuft hier rund auf der Tigerentenrampe. Und Hanna im Staffellauf sozusagen unterwegs, hat die Liane fest im Griff, macht hier einen auf Jane und hat das unfallfrei geschafft. Und jetzt auch hier durch den Tunnel ein bisschen durchpressen. Ist natürlich nie so ganz einfach. Sie auch mit der linken Seite und dann einfach mal bäuchlings darunter. Auch so geht's. Einfach mal eine Ansage auch an die Konkurrenten. Schaut mal, wir sind ein bisschen mutiger als ihr. Und da überschlägt sie sich fast. Und auch hierdurch keine Angst vor Wasser und Schaum, die Hanna. Und den Ausgang findet sie auch noch. Gute Vorstellung der beiden. Bist du zufrieden mit dem Lauf? Ja, geht so. Warum? Was ist denn nicht so gut gelaufen? Aber im Tunnel, da bin ich drin so stecken geblieben. Einmal ganz kurz oder mit dem Po. Aber gut, das passiert trotzdem. 49 Sekunden, das heißt, ihr seid auf Platz 2. Ja, morgen wieder mit dabei, Mädels. Dürft euch ausruhen. Und es geht weiter bei Jazz mit Lara und Emma. Jetzt ist wieder Girl Power gefragt. Lara und Emma sind das nächste Team. Was macht dir am meisten Sorgen heute bei dem Parcours? Dass ich nicht genug Ausdauer habe und vielleicht im Tunnel nicht so gut durchkomme. Aber ihr habt das gestern schon so super gemacht. Ich bin da sehr zuversichtlich. Drückt euch fest die Daumen. Das Startsignal für Emma. Achtung, fertig, krass, nass. Da erschrickt die Lara noch. Emma schon unterwegs. Tanzen und Turnen mag sie. Überschläge ist sie also gewohnt. Und Lara jetzt nach der Sirene wach und bereit. Schafft sie es hier gut drüber. Bisschen ausgerutscht, aber gerettet. Klasse. Durch den Tunnel. Gab es jetzt auch schon die ein oder anderen Probleme. Aber sie kommt hier gut durch. Die Lara und auch die Rampe ohne Probleme. Fast noch die Kamera mitgenommen. Hat auf jeden Fall guten Speed drauf. Ab durch den ersten Ring. Durch den zweiten und den dritten. Beide gleichzeitig. Ja, warum denn nicht? Okay. Kann man ihn steuern, den Ball, irgendwas machen? Gar nichts. Man liegt einfach faul drin und rollt runter. Wie fühlt es sich denn an? Du bist einmal so schwebelos. Und also es ist halt richtig schnell vorbei, aber auch voll cool. Und man ist am Ende trocken, ja, das ist der Vorteil. Lara ist krass nass, aber sie grinst, das hat Spaß gemacht. Ja, die Abkühlung hat gut getan. Weil es so warm ist bei uns, oder? Aber ich würde euch mal gerne was zeigen, Mädels. Guck mal, das sind ja unsere schönen Tagessiegermedaillen. Wie wär's denn mal mit so einer? Richtig cool. Lara, sieht die gut aus bei Emma so? Würde ihr sie stehen? Ja. Und wisst ihr was? Es sieht sehr gut aus, dass ihr vielleicht eine abstauben könnt, denn die beiden haben aktuell die Bestzeit. 43 Sekunden. Ab mit euch in den Strandkorb. Jungs müssen Platz machen. Und weiter geht es mit Lena und Kaira. Fleißiges Plätze tauschen im Strandkorb, das ist ja der absolute Wahnsinn. Lena und Kaira, ihr seid jetzt dran. Warum bist du nicht in die Kugel gegangen? Ich hatte ein bisschen Angst und sie wollte unbedingt. Na, das ist die perfekte Aufteilung, würde ich sagen. Dann gibst du Gas im Parcours, okay? Wir starten. Achtung, fertig, krass. Kaira ohne Angst. Einmal bitte gut festhalten. Und ab geht's für Lena. Hat sie jetzt hier Probleme? Findet erstmal so ein bisschen den Weg nicht. Jetzt der Krokodilsgraben. Jawohl, den hat sie gut bewältigt. Jetzt durch den rechten der beiden Tunnel. Nee, guckt sie mal rechts rein. Rechts geblinkt und dann links abgebogen. Na also, vielleicht auch ein bisschen abergläubisch, unsere Lena hier. Jetzt geht's hier runter. Jawohl. Richtung Hindernispool. Sie waren
gestern schon gut unterwegs. Was ist heute mit Lena und Kaira? Probleme hier bei den Reifen. Durch den zweiten durch. Jetzt hat sie die Technik so ein bisschen besser raus, hängt aber da fest. Ja, das ist nicht optimal, aber jetzt und nochmal umgefallen. Ja, nicht ganz so gut unterwegs, gerade für Lena. Stopp! Oh. Du bist so gut durchgekommen und dann kam dieser Hindernispool mit den Ringen. Da gab es, glaube ich, einen Bauchplatscher, am Ende einen kleinen Stunt. Was ist da passiert? Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich andersrum rein, habe ich es vergessen. Stimmt, du hast am Anfang erst so eine kleine Arschbombe gemacht. Ja. War nicht vorgenommen? Nein. Trotzdem, Mädels, eure Zeit jetzt 1 Minute und 2 Sekunden. Das heißt, es wäre aktuell das Schleuderrad, ja, aber ein Team haben wir noch, okay? Und wir kommen zum letzten Team. Das sind die Spitzenreiter von gestern, Skadi und Lara. Eine Medaille als Tagessieger gestern habt ihr schon. Wie wär's mit einer zweiten? Wäre gut. Ja, nicht schlecht, ne? Ich sag dir mal kurz die Zeit. 43 Sekunden. Das ist momentan die Spitzenzeit. Das heißt, ihr müsst richtig Gas geben, okay? Ja. Kriegt ihr das hin? Hoffentlich ja. Check. Ich glaube an euch. Wir geben jetzt das Startsignal für Lara, die oben schon in der Kugel steht oder liegt. Achtung, fertig, krass, nass. So ein bisschen Druck gibt es jetzt natürlich schon für Skadi und Lara, die mal schön rückwärts auf die Reise geht. Hier, schöne Variante von ihr. Ja, wenn man dann keine Schwindelgefühle bekommt, alles okay. Skadi jetzt auf der Piste, über den Graben drüber. Auch sie ohne Probleme hier. Springt da einfach drüber. Ja, auch schnell durch den Tunnel durch. Auch sie sieht Licht am Ende des Tunnels. Jetzt drauf. Klasse. Boah, da wird sie mal nochmal schön nach oben gefedert. Gibt vielleicht nochmal so einen extra Push für sie. Und jetzt durch die Reifen. Skadi durch den ersten durch. Auch sie kriegt da mächtig Schaum ab und will hier auch beide auf einmal nehmen. Schafft sie auch. Nochmal eine Schaumladung in den Mund, aber kein Problem, denn das Ziel ist erreicht. Der Tagessieger von gestern an Tag 2 im Ziel. Ihr bekommt erstmal die Tagessiegermedaillen zurück. Die habt ihr mir gegeben vor dem Lauf. Die würden ja nur behindern. So, gestern seid ihr ja mega in diese Krass-Nass-Saison gestartet. Richtig vorgelegt. Erster Tagessieger der Staffel. Wie lief's heute? Auch gut. Ja? Ja. Wie war's in der Kugel? Lustig. Warum? Wie fühlt sich das an, wenn man da so drin chillt? Ein bisschen Kribbeln im Bauch. Skadi muss richtig arbeiten beim Parcours. Ich glaube, in der Dschungelwelt geht's noch. Der Hindernispool, da kann man echt Sekunden verlieren. Wie war es bei dir? Nicht so gut. Ich bin dann beim zweiten bisschen stecken geblieben. Aber ja. Eure Zeit 49 Sekunden für Skadi und Lara. Ihr dürft euch ein bisschen ausruhen. Jess ist wieder da und wir werfen einen Blick auf das Gesamtklassement bei Krass Nass 2019 an Tag Nummer 2. 2 Teams müssen auf das Schleuderrad. Das sind einmal Paul und Luca und Lena und Kaira. Aber wir haben auch 2 neue Tagessieger. Ja. Das sind Lara und Emma. Und die wollen wir Herzlichen natürlich Glückwunsch. mit auszeichnen Eure mit den erste Medaillen. Medaille. So, bitteschön. Lara und Emma, Kommt her zu uns. Tagessieger. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, haben wir vorhin ausprobiert, sah schon gut aus. Wie fühlt sich's Cool. an mit der Medaille um den Hals? Richtig krass. Sehr krass. Steht euch auch sehr gut. So, dann kommen wir jetzt aber zur Entscheidung. Auch heute Ja. muss leider wieder ein Team nach Hause fahren. Wir kommen zum Schleuderrad. Paul und Luca, wie habt ihr euch entschieden, wer geht auf Schleuderrad? Ich. Okay, wie geht's dir dabei? Herzklopfen und aufgeregt. Und Paul, du wirfst, denk dran, nicht auf Luca. Ja. Lena, Kaira, habt ihr euch auch entschieden? Wer steht bei euch auf dem Schleuderrad? Ich stehe auf dem Schleuderrad. Wir drücken euch die Daumen. Es war am Ende bei euch ja nur 1 Sekunde, ja. Es ist super ärgerlich, aber vielleicht schafft ihr es. Wir sind bei euch, okay? Also, bitte dann diejenigen, die auf dem Schleuderrad stehen, auf das Schleuderrad stellen. Luca und Lena. Die anderen feuern natürlich an. Und ihr steht? Bereit? Es geht los. Achtung, fertig, krass, nass. Junge gegen Mädel, Luca gegen Lena auf dem Schleuderrad. Paul und Kaira werfen die Bälle. Wer scheidet aus? Wer kommt eine Runde weiter? Beide erstmal felsenfest auf dem Schleuderrad. Da macht keiner einen Wackler bisher. Das sieht gut aus. Ja, das ist Kopf an Kopf hier tatsächlich. Und die Bälle verfehlen ihr Ziel. Ja, beide gut, aber da kommt Luca ins Schlingern und die Mädels gewinnen hier. Ah, Luca. Du hast es geschafft, Lena. Du
locker alles gegeben. Das kann leider passieren. Komm her. Einmal komm abklatschen unter Freunden. Ihr habt als Buddies mitgemacht. Ersten Tag mega gut überstanden. So ist das Spiel leider, aber ihr wart wundervolle Kandidaten. Vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet, Lena und Kaire, ihr seid in der nächsten Runde. Seid ihr happy? Ja! So, da wurde sich eben schon ordentlich geknuddelt. Also, die beiden sind weiter und ihr zu Hause habt vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt und unseren Tagessieger getippt. Das wären Lara und Emma. Dann klickt euch rein auf krassnass.de und schaut, ob ihr diese coole Wasserpistole gewonnen habt. Und die ersten glücklichen Gewinnerworte von den beiden Tagessiegern gibt's wie immer auf unserem Instagram-Kanal vom Tigerentenclub. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Krass!